meine lieben Koch- und Räucherfreunde, ich bin der Matti und heute werde ich euch eine ganz besondere Räucherdelikatesse vorstellen. Heute werde ich euch zeigen, wie man einen kalt geräucherten Speck mit einer hocharomatischen Kräuterkruste zubereitet. Fangen wir an. Für den kalt geräucherten Speck habe ich hier ein schönes großes Stück Schweinebauch mit einem Gewicht von insgesamt 3,4 Kilo. Ich habe zuvor die Knochen entfernt und ebenso die Schwarte. Dazu brauchen wir noch Pökelsalz. Die Menge des Pökelsalzes, die muss ganz genau abgewogen werden. Man richtet sich da nach dem Fleischgewicht und je Kilo Fleisch verwende ich 35 Gramm Nitritpökelsalz. Der Schweinebauch hat etwas mehr als 3,4 Kilo. Dafür habe ich 120 Gramm Pökelsalz abgewogen und damit werden wir jetzt das Fleisch einreiben und gründlich einmassieren. Ja Leute, in einen ordentlichen Speck, da gehört auch Knoblauch hinein. Bitte benutzt frischen Knoblauch und nicht dieses Knoblauchgranulat. Ich habe hier eine ordentliche Menge Knoblauch. Die werden zerdrückt, die Zehen, und dann auf dem Schweinebauch verteilt. Ja, ich habe diesen herrlichen Schweinebauch jetzt vakuumiert und dann kommt er in den Kühlschrank und dann werden wir ihn trockenpökeln. Trockenpökeln in Eigenlake, das bedeutet, das Fleisch pökelt quasi im eigenen Saft ohne Zugabe vom Wasser. Was passiert da? Ja, dieser Vorgang ist notwendig, um den Speck haltbar zu machen. Das Nitritpökelsalz dringt nach innen, es hemmt das Bakterienwachstum, das Fleisch kriegt eine rötere Farbe, es kriegt Aroma, auch durch den Knoblauch. Und ja, wie lange so ein Vorgang dauert, das hängt immer von der Dicke des Fleischstücks ab. Ja, hier würde ich sagen, normalerweise 4 Tage, 4 Zentimeter, und ich hänge nochmal zur Sicherheit immer 2 Tage hinten dran. Ja, so in der Woche geht es weiter. So, der Schweinebauch hat jetzt seine Pökelphase hinter sich, das Trockenpökeln in Eigenlake von 7 Tagen, und wie ihr sehen könnt, das Fleisch ist deutlich fester geworden, es hat schon eine intensivere rote Farbe bekommen, und was wir jetzt machen werden ist, wir werden den Schweinebauch wässern. Dazu habe ich einen großen Bottich mit kaltem Wasser vorbereitet. Da lege ich jetzt den Schweinebauch hinein für etwa 1 Stunde. Das Wasser werde ich dabei zweimal wechseln, und das Wässern ist notwendig, damit das überschüssige Salz aus dem Fleisch herausgeschwemmt wird. Nach dem Wässern habe ich das Fleisch trocken getupft und an die frische Luft gehängt. Dort bleibt es jetzt für 4 Tage hängen. Diesen Vorgang nennt man Durchbrennphase. Der ist notwendig, damit sich der Salzgehalt in dem Fleisch reguliert und damit der Schweinebauch oberflächlich antrocknet. Ja, der Schweinebauch hängt jetzt den 3. Tag in der frischen Luft. Der ist noch nicht vollständig durchgebrannt, aber zumindest oberflächlich angetrocknet. Und jetzt kriegt er eine schöne Gewürzkruste verpasst. Dazu gebe ich 10 Knoblauchzehen
in einen Mixer. Und dann gebe ich noch 50 Milliliter Wasser dazu. An Gewürzen kommen hinzu 2 Esslöffel Paprikapulver. Ich nehme Alewa Paprikapulver aus Serbien, das ist das Beste. Dazu 2 Teelöffel scharfes Paprikapulver, 2 Teelöffel schwarzen Pfeffer, frisch gemörsert. Eine wichtige Zutat, 1 Esslöffel Boxhornklee, 1 Esslöffel Salz und 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Das Ganze wird jetzt verrührt. Bis eine schöne Gewürzpaste entsteht. Noch ein bisschen Wasser einfüllen. Und nun wird die Gewürzpaste schön gleichmäßig aufgetragen und auf dem Fleisch verteilt. So, nachdem diese herrliche Gewürzpaste komplett aufgetragen ist, lege ich den Schweinebauch in den Kühlschrank, damit sich das Ganze verfestigt. Durch den Stoff, der im Knoblauch ist, wird das Ganze fest. Deswegen bitte frischen Knoblauch benutzen und kein Knoblauchgranulat. Ja, und dann werde ich den Speck noch 2 Tage zum Durchbrennen in der Luft hängen lassen und dann das erste Mal kalt räuchern. So, meine lieben Kochfreunde, der Speck ist nun soweit. Die Gewürzpaste ist gut eingezogen, die ist noch nicht vollständig angetrocknet. Das dauert seine Zeit, aber sie sollte von der Konsistenz so sein, dass sie nicht mehr auf den Boden tropft. Und jetzt, Leute, ist es soweit. Jetzt werden wir diesen herrlichen Speck das erste Mal kalt räuchern. Zum Kalträuchern verwende ich am liebsten Buchenholzspäne. Die haben ein hervorragendes Aroma und tolle Glimmeigenschaften. Dieses habe ich angedrückt, fest angedrückt. In eine Ecke kommt etwas Glut, so dass ein Sparbrand entsteht, der zwischen 8 und 10 Stunden konstant abglimmt. Ja, nach jedem Räuchergang folgt die sogenannte Frischluftphase. Dazu holt ihr das Fleisch raus und hängt es für mindestens 8 Stunden an die frische Luft. Das ist wichtig, das dient der Aromenbildung, das braucht das Fleisch zum Entspannen. Das ist wie mit uns Menschen. Wenn du irgendwas Nichtraucher in einer Kneipe sitzt, wo alle Menschen rauchen,
da bist du auch froh, wenn du nach 8 Stunden irgendwie mal ein bisschen frischer Luft schnappen kannst. Ja, und danach folgt der zweite oder der nächste Räuchergang. Ja, manchmal hast du das Problem, dass das Räuchermehl glimmt nicht gut ab und da gibt es ja die tollsten Sachen, wie Kaltrauchgeneratoren oder Räucherschnecken, alles schön und gut, aber im Prinzip unnötig. Alles, was du brauchst, ist das hier. Ich weiß nicht mal, was das ist. Damit kannst du wunderbar das Fleisch schlagen oder einfach nur pusten. Und jetzt kriegt dieser herrliche Speck seinen zweiten Räuchergang. Und so sieht dieser herrliche Bauchspeck nach insgesamt 6 Räuchergängen aus. Ich habe ihn jetzt aufgehängt, jetzt lasse ich ihn noch 2 Wochen reifen. Der soll noch eine etwas festere Konsistenz kriegen. Die Gewürzpaste ist da wunderbar in die Fettschicht eingezogen. Fett ist ja ein ausgezeichneter Geschmacksträger. Und ja, in 2 Wochen werden wir ihn anschneiden und dann werden wir mal schauen, wie er schmeckt. So, meine lieben Kochfreunde, dieser herrliche Räucherspeck, der ist jetzt fertig. Ich habe ihn noch mal etwas reifen lassen und ja, der hat das Raucharoma super aufgenommen. Die Rauchablagerungen haben sich toll festgesetzt und wie ihr sehen könnt, die Gewürze sind gut eingezogen und ja, jetzt, jetzt werde ich den mal anschneiden, dann schauen wir mal, wie der von innen aussieht. Ja, meine lieben Kochfreunde, was soll ich euch sagen? Ein sehr zartes, saftiges Stück Fleisch. Der Speck hat ein herrliches Rauch- und Gewürzaroma und ja, schmeckt einfach nur lecker. Und aber ich werde ihn nicht einfach so essen. Jetzt verrate ich euch auch den Grund, warum ich das hier alles mache. Ich vakuumiere den Speck ein und ich brauche ihn als Zutat für eines meiner Lieblingsessen und das ist Sauerkraut mit Speck und Salzkartoffeln. Das Einzige, was mir noch besser schmeckt, das sind geräucherte Rippchen mit Sauerkraut und Salzkartoffeln, aber die habe ich jetzt nicht da und manchmal muss man sich halt mit dem begnügen, was man hat. Ja Leute, guckt euch das mal an, was ein wunderbares, einfaches, köstliches Essen. Das Tolle daran ist, du musst da nichts groß würzen, es ist alles drin. Was meinst du, wie toll das schmeckt, wenn der Speck sein Raucharoma, diese Gewürze und das Fett schön an das Sauerkraut abgibt, das schmeckt am nächsten Tag noch besser. Köstlich, sage ich dir, köstlich und das Tolle daran ist, es ist total praktisch, du hast keine Knochen, du hast keine Schwarte, weil das esse ich nicht. Außer es ist Monatsende, da mache ich das vielleicht. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und wenn ihr noch mehr Räuchervideos schauen wollt, findet ihr bei mir in der Rubrik Räuchern. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Matti.